Man bewirbt sich auf den Studiengang Umweltwissenschaften an der Leuphana und hat dann die Möglichkeit, sich auf den Environmental and Sustainability Studies Studiengang zu bewerben. Sich direkt auf den NW-Studiengang zu bewerben, geht leider nicht. Die Unterschiede zum Umweltwissenschaftsstudium an der Leuphana sind in dem Sinne nicht so groß. Man studiert mit den Umweltwissenschaftlern mit, aber man hat halt zusätzlich diese Qualifikation, dass man im Ausland war und da 2 Semester studiert hat. Ich würde es besonders im Bereich Umweltwissenschaften empfehlen, ins Ausland zu gehen, weil Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme eben nicht an Grenzen Halt machen. Es gibt natürlich ganz viele Austauschprogramme auch an anderen Universitäten, aber dass man ein ganzes Jahr weggeht und das zusätzlich macht, statt Kurse an der eigenen Universität zu ersetzen durch Auslandskurse, das hatte ich woanders nicht gesehen und das fand ich besonders toll an dem Programm. Ich finde, wenn man Umweltwissenschaften studiert, wird man früher oder später im internationalen Bereich arbeiten. Darum ist es eine sehr wertvolle Erfahrung, dann auch mal in einem anderen Land gelebt zu haben, in einer anderen Studienkultur, neue Kontakte zu knüpfen. Und ich hatte halt die Möglichkeit, mich zwischen verschiedenen Universitäten mit verschiedenen Schwerpunkten zu entscheiden und konnte darum schon beeinflussen, in welche Richtung am Ende mein Profil als Studentin geht. Und dann habe ich ein Motivationsschreiben geschrieben, warum ich gerne nach Sopron gehen möchte. Ich habe auch natürlich mein Abiturzeugnis noch eingereicht und dann bekommt man nach einiger Zeit einen Bescheid, ob man den Platz bekommen hat oder nicht. Und dann ging das auch schon ein bisschen in die Vorbereitung, weil ich dann einen Sprachkurs hier an der Uni hatte, Ungarisch versucht habe zu lernen und diesen Vorbereitungskurs und so ein paar Formalien, Learning Agreement, die Kurse im Ausland wählen und so weiter. Man hat dann an der Partneruni in Lima beispielsweise die Möglichkeit, sich aus allen Bachelor-Studiengängen Module auszusuchen. Und das ist natürlich sowohl für eine Personalisierung des Wissens, was man dann erlangt, als auch eben für das Studium an sich, weil man wirklich die Möglichkeit hat, nochmal neue Perspektiven, die beispielsweise nicht im Umweltwissenschaftsstudium drin sind, nochmal mitzunehmen. Schweden hat mich als Land natürlich angesprochen. Ich fand es auch einfach sehr schön landschaftlich. Die Sprache war eine, wo ich mir sicher war, dass ich auch in der Lage sein würde, sie zu lernen. Aber ich habe mich hauptsächlich für die Uni in Karlstad entschieden, weil sie mit der Ausrichtung mit meinen Interessen übereingestimmt hat. Es war sehr viel über Klimafolgen, auch gerade in nordischen Ländern. Auch ziemlich viele Ökologieaspekte und das hat mich besonders interessiert. Für Peru habe ich mich im Wesentlichen aus 2 Gründen entschieden. Erstens hat es tatsächlich was mit einem familiären Background zu tun und gleichzeitig, weil ich mich eben später auch in der Entwicklungszusammenarbeit Deutschland, Lateinamerika sehe und dementsprechend der besondere Major für mich eine eigentlich unglaubliche Möglichkeit war, von Anfang an auch mein Lernen irgendwie in diese Richtung zu richten. Meine Entscheidung hat vor allem der Studienschwerpunkt geprägt, weil die Universität in Sopron einen naturwissenschaftlicheren Schwerpunkt hat. Ja, ich habe dort zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, zu der ich immer noch sehr viel Kontakt habe. Ich bin auch noch 2-mal nach Ungarn gereist danach und ich werde auch wieder Besuche erstatten. Ja, also das hat mich persönlich weitergebracht. Ich habe mich total wohl da gefühlt. Ich wollte auch eigentlich erstmal gar nicht wieder weggehen. Ich finde, gerade diese Möglichkeit, ein Jahr im Ausland zu verbringen, hat mir sehr viel gebracht im Vergleich zu, wenn ich nur ein Semester dort gewesen wäre. Man hat einfach die Zeit, sich einzuleben, die Uni besser kennenzulernen, Kontakte mit seinen Dozenten besser zu knüpfen, die Sprache zu lernen, sich wirklich da zu Hause zu fühlen und nicht nur für 3-4 Monate als Gast in dem Land zu sein. Was das Studium ausmacht hier ist, dass es eben so breit aufgestellt ist. Und dieser Studiengang ja ganz bewusst will, dass wir verschiedene Bereiche kennenlernen und auch verstehen, wie die miteinander zusammenhängen. Ich glaube, das kann die Leuphana besonders gut, den Blick zu haben, dass es nicht nur diese Disziplin gibt, sondern auch eine andere Disziplin. Auch wenn ich mich jetzt auf die Chemie eingeschossen habe, weiß ich, wie ich mich in anderen Disziplinen zurechtfinden kann und kann nachvollziehen, wie die denken. Und das, glaube ich, ist eine riesige Stärke von diesem Studiengang.